is Subtitle. Push the Subtitle button. Erstmal noch ohne Intro-Tierchen. Heute an Weihnachten euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Vielleicht mit der Familie, ganz gechillt, bescheiden. Von mir von ganzem Herzen schöne Weihnachten. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen ist etwas kamerascheu heute. Eine Segelechse, Hydrosaurus celebensis. Die Segelechsen gibt es in der Terraristik schon seit ich denken kann oder seit ich angefangen habe, hat man da Wildfänge bekommen, weil die ja natürlich toll aussehen. Also Jungtiere noch nicht ganz so skurril, aber die adulten Tiere haben ja diesen Wahnsinnskragen oder dieses Segel hinten drauf, ne, diesen Steg auf dem Rücken. Die sehen natürlich gigantisch aus und entsprechend hat man die früher viel importiert oder wurden exportiert aus den Ursprungsländern als Wildfänge leider. Und genauso wie die kamen, sind die leider in der Terroristik auch sehr viele kaputt gegangen. Seit gut 10 Jahren werden ja so gut wie keine Wildfänge mehr importiert, was perfekt ist. Und die wenigen adulten Tiere, die da sind auch gar nicht so einfach zu züchten. Ja. Und erst die letzten Jahre sieht man jetzt so erste Nachzuchten auf dem Markt erhältlich, sowas wie das hier. Und das Tolle ist, so eine Nachzucht ist natürlich völlig problemlos. Ne. Also die Wildfänge waren scheu, die sind abgehauen. So ein Nachzuchttier, wenn ich den eine Woche lang regelmäßig rausnehme, so wie jetzt, dann ist der nach einer Woche völlig zahm. Ne. Also wirklich ein tolles, wunderschönes Terrarientier als Nachzucht und deswegen wollte ich die euch heute als Intro-Tierchen mal zeigen. Wir haben wieder einen Aufruf zu einer Frag-Stefan-Folge gemacht. Die letzte Zeit haben wir da irgendwelche Schwerpunktthemen gesetzt. Diesmal war das Thema Reisen und Urlaub. Habt ihr tolle Fragen eingeschickt, eingemailt. Wirklich gut. Das gibt da immer, ist ja auch für mich dann irgendwie ein Input, so was kann man denn noch erzählen? Oder ich denke mir manchmal, ich habe ja alles schon erzählt oder wird euch alles langweilen. Und dann kommen da super Fragen, wo ich dann wieder Ideen habe und denke, ach ja, das kann ich wegen über meine Erfahrung oder über die Terroristik zum Besten geben. Und so auch heute. Carsten fragt, moin Stefan, was packst du ein, wenn du auf Reptilientour nach Afrika fliegst? Sind Trinkgelder oder kleine Geschenke dort ein Muss? Hast du irgendwelche speziellen Impfungen? Gab es auf deinen Reisen schon Situationen, in denen es wirklich mal brenzlig und unangenehm wurde? Fangen wir an mit den Geschenken. Meiner Meinung nach, Geschenke sind immer schön. Habe ich die letzten Jahre also früher war ich da, glaube ich, etwas ignoranter. Ich bin einfach irgendwo hin und habe, ja, hallo, hier bin ich bin der Stefan oder hi, schön dich wiederzusehen. Die letzten Jahre tue ich tatsächlich als mal probieren, ein bisschen eine Aufmerksamkeit mitzubringen. Oft muss ich zugeben, auch last minute denke ich, jetzt fliege ich morgen dahin, da treffe ich den kann ich ja gut leiden, netter Kerl oder netter Kerl oder Frau, egal. Und denke ich jetzt, was bringe ich da mit? Dann tue ich schon gucken, ob ich last minute irgendwie eine nette Aufmerksamkeit habe. Du hast jetzt speziell zum Afrika angesprochen. Afrika ist etwas leichter. Die Afrikaner sind völlig pragmatisch. Die sagen schon im Vorfeld, ach Stefan, du kommst doch nächste Woche, please bring me new telephone oder new mobile phone. Oder bring me a new iPhone oder irgend sowas. Ne? Und die halten da auch völlig nicht hinterm Berg und die denken sich, da setze ich mal lieber ein bisschen höher an. Der Stefan hat ja eh Geld, dann kann es auch das neue iPhone sein oder sowas. Und das aber nicht auf eine blöde Art, sondern ich finde das echt okay. Man muss vielleicht auch sehen, wenn jetzt in einem armen Land oder in einem Drittweltland, die haben ja, ich sag mal, wenn da Geld ausgeht oder wenn ich Geld für die ausgebe, ist denen natürlich mehr geholfen. Ich gebe Geld aus für irgendwas, was die wirklich brauchen können, wie jetzt zum Beispiel ein neues Telefon, wie wenn ich denen jetzt da
wahnsinns tolle, teure Pralinen oder eine Flasche Champagner mitbringen. Ne? Also ein Afrikaner mit einer Flasche Champagner sagt dann, na toll, Stefan, jetzt hast du für 50 Euro einen Champagner gekauft, da hättest du mir lieber ein gebrauchtes Telefon mitgebracht oder sowas. Und da hat er ja auch recht, ne? Das passt ja irgendwie nicht, oder? Und von dem her finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man klar raus sagt, bring mir das und das mit. Ne? Bei einem Asiate zum Beispiel unvorstellbar, wenn du den Asiate fragst, der sagt ja 5-mal nein oder gibt dir gar keine Antwort. Aber die Afrikaner straight raus, bring mir das oder das, da ist das relativ einfach. Was hast du für spezielle Impfungen? Also ich habe eigentlich so ziemlich alle Impfungen, die man haben kann. Das macht auch Sinn für Afrika. Ich habe halt natürlich so die Hepatitis-Sachen. Ja, Corona haben wir ja wahrscheinlich mittlerweile fast alle zumindest. Ich habe auch Cholera. Das ist so eine Schluckimpfung. Das war auch wirklich sinnvoll. Seit ich die Cholera-Impfung habe, hatte ich nie mehr irgendwelche Magen-Darm-Probleme. Also da habe ich schon so ziemlich alles, was ich nicht habe und nicht mache. Und ehrlich gesagt, also gut, Empfehlungen kann ich keine aussprechen, ich bin kein Arzt und was weiß ich was, soll man nicht. Aber was ich nicht mache, sind irgendwelche Malaria-Prophylaxe. Ne? Also da, wo ich hingehe, Westafrika zum Beispiel, ist Malaria ein Riesenthema. Gibt jedes Mal, wenn ich dort bin, hat irgendjemand im Bekanntenkreis oder so, hat gerade Malaria oder hatte Malaria. Also das ist definitiv ein Thema. Und ich renne da ja auch irgendwo durch den Busch oder so und da gibt es natürlich massig Mücken und könnte mir auch einfangen. Ich hatte ganz am Anfang diese Prophylaxe als mal gemacht, diese Tabletten, aber fand dieses ganze Chemieschlucken relativ mühsam und richtig helfen tut es ja zum Teil auch nicht. Und es gibt einen Tee, Artemisia annua, oder es gibt eine Pflanze, ja, Artemisia annua heißt diese Pflanze, die hilft schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden gegen Malaria. Das haben Wissenschaftler festgestellt, schon vor vielen Jahren. Ich war da mal auf einem Vortrag von einem Apotheker, also das war nicht irgendwie so ein Wunderheiler, das war ein Apotheker, der das vorgestellt hat mit diesem Artemisia-Tee. Man hat diese Artemisia-Pflanze weiterentwickelt, dass sie viel von diesem Wirkstoff enthält. Und seit ich auf diesem Vortrag war, habe ich immer diesen Tee dabei. Und wenn ich irgendwelche Malaria-Anzeichen merke, das ist ja meist nachts im Bett, wenn man merkt, oh, man wird so heiß und fiebrig, dann saufe ich den Tee. Das hat mir bis jetzt, durch also mindestens 50 Afrika-Reisen gebracht und da war noch nie was. Weiß es nicht, hatte ich nur Glück oder liegt es wirklich an dem Tee? Ich glaube tatsächlich, es liegt an dem Tee. Das ist was ich empfehlen würde, soweit ich als kleiner Reptilienhändler das empfehlen kann. Wie gesagt, ich bin kein Arzt und will euch da auch nicht auf was Falsches locken. Ich kann nur so sagen, ich kann nur das sagen, wie es ich mache. Ach so, noch ein Thema. Brenzlig war die letzte Frage. Im Großen und Ganzen nein. Ich weiß nicht, ob du das auf die Sicherheit im Land beziehst. Sicherheit. Es gibt Länder, vor denen habe ich Schiss, da gehe ich einfach irgendwie gar nicht so richtig hin. Das ist zum Beispiel Nigeria, das ist so ein recht heißes Pflaster. Oder Sudan oder sowas, glaube ich, da will wahrscheinlich auch keiner so richtig hin, freiwillig. Aber da, wo ich bin, Ghana, Togo, Benin, Westafrika oder lateinamerikanische Länder, sind die meisten, wenn man sich normal verhält, ja wirklich safe. Ich würde sagen, zum Teil mindestens so safe wie Deutschland, wenn nicht noch safer. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwann nachts Frankfurt durchs Bahnhofsviertel laufe, dann habe ich wahrscheinlich auch ein größeres Risiko, dass ich eine auf den Kopf kriege und die Kohle abgenommen kriege, damit irgendeiner seinen nächsten Schuss setzen kann oder sowas. Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch in Afrika. Ich muss natürlich gucken, wo ich mich bewege, um welche Uhrzeit. Aber ansonsten, wenn ich mich da ein wenig dran halte, ist das wirklich safe und gut. Und da bin ich als eher positiv überrascht wie negativ, ne? Wo ich am Anfang vielleicht auch ein wenig Unsicherheit hatte und mit der Zeit sagen muss, also wie gesagt, eher positiv wie negativ. Brenzlig in Bezug auf Tiere. Muss man auch manchmal wegen sein Hirn einschalten. Zum Beispiel eine Situation, wir sind mal nachts mit dem Auto gefahren und da kriecht so eine Schlange über die Straße, mir, Snake, aussteigen und gucken, was es ist. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich barfuß oder wenn dann Sandalen an und da nach der Schlange geguckt. Also das sind ja keine asphaltierten Straßen, sondern irgendwelche Pisten oder so. Und dann kommt rechts und links das Gras und mir nach der Ding gesucht.
Und irgendwann haben wir es gefunden, dann war es eine Puffotter. Ne? Wir dachten, es wären Königspüter und so von der Form, dann war es eine Puffotter. Und wenn ich mir überlege, wenn ich da im Dunkeln durchs Gras und suche, wo ist denn diese Snake und auf diese Puffotter draufsteige, dann hätte die mich auch gut beißen können und dann wäre es natürlich dumm gewesen. Also das sind so Sachen, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, ne, da warst du ein bisschen bescheuert. Also auf sowas wenig aufpassen. Aber abgesehen von so Situationen war es nie übermäßig brenzlig, denke ich. Zumindest habe ich es nicht gemerkt. Der Chris fragt, welches Land sollte man als Terrarianer unbedingt bereist haben, beziehungsweise welches Land ist für Reptilieninteressierte deiner Meinung nach am empfehlenswertesten? Kann ich dir recht einfach beantworten. Ich fand und finde Galapagos absolut gigantisch. Also das ist einfach eine andere Welt. Wenn ihr da hinkommt, diese Mengen an Reptilien, die man da sieht, ne, also es gibt ja Länder, da suche ich und finde am Tag da mal ein paar Echsen oder ein paar Schlangen. Galapagos, da geht es wie am Fließband, da sitzen die Leguane rum, da sieht man alle möglichen Echsen, ja gut, Schlangen ist ein bisschen schwieriger, stimmt. Schildkröten, Wasserschildkröten, alles dort zu sehen, also es ist wie in einer anderen Welt. Kleiner Tipp von mir, nicht hier in Deutschland eine Galapagos-Reise buchen oder in Europa. Wenn ihr auf euer Budget achten müsst, dann besser nicht hier buchen. Ihr könnt nach Ecuador fliegen, ne? Galapagos gehört zu Ecuador. Wenn ihr dann nach Guayaquil, das ist die Hafenstadt von Ecuador, aber selbst wenn ihr in Quito seid, in der Hauptstadt, werden solche Reisen angeboten. Das sind dann so mehr oder weniger so Last-Minute-Geschichten. Geht mal hin und sagt, ja komm, ich habe morgen Zeit. Das Boot fährt 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage, fährt zu den Inseln hin. Ja, das sind meistens so Bootstouren, die man da macht, wo man die einzelnen Inseln anfährt und dann vom Boot aus so vielleicht tauchen oder schnorcheln geht oder so. Ist viel, viel billiger, also kostet sicherlich die Hälfte da unten oder wenn überhaupt die Hälfte. Also wenn ihr auf euer Budget achten müsst, kauft euch ein Ticket, fliegt nach Ecuador. Ecuador, wunderschönes Land, völlig safe, völlig gut. Fliegt dahin, erkundigt euch da, wie gesagt, in Quito oder in Guayaquil. Wer fährt, müsst ihr gleich ein wenig flexibel sein, aber seid ihr in dem Moment auch. Und dann kann man sich das Galapagos wirklich mit normalem Geldbeutel leisten und wie gesagt, absolut gigantisch. Südpython-Paradies, ähnliche Frage, oder geht in die gleiche Richtung. Grüß dich, Stefan. An wen oder an welche Organisation, Einrichtung, Verein kann ich mich wenden, wenn ich an einer Reptilienexpedition teilnehmen möchte? Ich kenne keine Organisation, an die du dich sinnvoll wenden kannst. Also ich wüsste nicht, wer das anbietet, speziell für Reptilien. Aber eigentlich egal. Ich würde dir empfehlen, wend dich an die Terrarianer-Community. Sag, Leute, ich will nach Westafrika zum Beispiel, das interessiert mich, da will ich nach Reptilien gucken. Dann werden sich Leute melden, die schon mal in Westafrika waren oder jemand wie ich, der sagt, du, ich kann dir 2, 3 Kontakte geben, die kennen sich aus, die gehen mit dir in den Busch. Also das ist ja alles eine Frage der Kontakte. Ne? Du musst in ein Land kommen, du musst jemanden finden, der sich mit Reptilien auskennt. Das kannst, wenn du im Vorfeld keine Kontakte hast, ist das schwieriger. Erkundig dich da im Vorfeld, frag andere Terrarianer. Die fast alle sind da wirklich hilfsbereit, die gereist sind und man gibt sich gegenseitig wegen Tipps und sagt, ja, guck mal hier, hast eine Nummer, kontaktier den, der kann dir helfen und so weiter. Und dann kannst du, egal, überall auf der Welt, sei es Afrika, Asien, Lateinamerika, findet sich sicher für jedes Land irgendjemand, der dir weiterhelfen kann. Und so würde ich an deiner Stelle die Sache angehen. Der Scholli fragt, wirst du Baumwarane mal in ihrem ursprünglichen Habitat besuchen? Ja, der Scholli spricht bestimmt auf die Baumwaran-Folge an, die wir vor kurzem gemacht haben. Eben wunderschöne Warane, tolle Terrarientiere. Und die kommen aus Neuguinea. Ich war selber noch nie dort. Würde ich wirklich sehr gern mal dahin gehen, hat bis jetzt noch nicht die Gelegenheit. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, aus irgendeinem Grund werde ich sicherlich dorthin gehen und werde dort auch filmen und ihr werdet die Ersten sein, die es erfahren. Noch eine kritische Frage von Ifritli. Was ist die Lösung der Klimakrise deines Erachtens nach als regelmäßiger Flugzeug-Langstrecken-CO2-Verursacher? Bin ich absolut bei dir.
also vor allem wir Menschen in der westlichen Welt hinterlassen wahrscheinlich alle einen riesen Fußabdruck. Ne? Flugabdruck passt auch. Es gibt Dinge, oder meiner Meinung nach, es gibt Dinge, die kann ich vermeiden, andere Dinge kann ich nicht vermeiden. Das Fliegen, was du ansprichst, ich fliege ja natürlich nicht, um einen Reptil-TV-Film in Südamerika zu machen, sondern ich bin in Südamerika, weil ich als Beispiel eine Leguan-Farm dort besuchen muss. Die ist neu, der sagt zu mir, er züchtet Leguane, willst du nicht kaufen? Dann muss ich im Prinzip erst einmal hin und mir die Farm angucken, wird da wirklich gezüchtet oder nicht. Ich kann mich nicht hier drauf verlassen und sagen, naja, das wird schon alles stimmen, was der sagt, schick mir mal Tiere und dann schickt er lauter wild gefangene Tiere. Deswegen muss ich dahin, ja, oder wenn ich nach Afrika gehe oder sowas. Es hat schon immer wirklich einen triftigen Grund. Ich bin auch nicht, also die Zeiten mit Ü50 sind vorbei, dass man einfach nur geil drauf ist, in der Welt rumfliegen. Das fasziniert einen als junger Mensch wahrscheinlich wahnsinnig. In meinem Alter, ehrlich gesagt, nicht mehr so wahnsinnig. Zweiter Punkt, ich probiere schon meinen Fußabdruck, da wo es für mich machbar ist, probiere ich ihn klein oder möglichst geringer zu halten. Um dir ein Beispiel zu geben, ich bin jemand, der ganz selten Fahrstuhl fährt, eigentlich nie. Also ich bin im Hochhaus aufgewachsen, im 4. Stock. Ich bin immer die Treppe hoch und runter gelaufen. Ich laufe die auch jetzt noch hoch und runter, wenn ich meine Eltern besuchen gehe. Ne? Da renne ich die 4 Etagen hoch und renne sie auch wieder runter. Zum einen tut mir gut, mache den Sport gern. Und zum anderen denke ich mir, wegen mir muss der Aufzug nicht hoch und runter fahren. Oder ich muss auch nicht das Licht anmachen im Treppenhaus, wenn ich da durchlaufe. Und wenn das halb dunkel ist, ist mir das auch wurscht. Da passiert mir ja nichts und ich stolper nicht über meine Füße, lasse ich das Licht aus. Oder wenn ich hier im Dorf mich bewege, wenn ich irgendwo im Dorf hingehe oder wenn ich früher meine Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gebracht habe, bin ich wirklich einer der ganz wenigen, der diese paar Straßen im Dorf runterläuft mit den Kindern an der Hand. Ich denke, ich tue mir gut, tut meinen Kindern gut und ich tue irgendwas für die Umwelt, wo sicherlich mindestens 3/4 diese paar Straßen mit dem Auto fahren. Ob das eine das andere aufwiegt, das kann man, oder ich glaube, das muss man gar nicht ausrechnen, aber das sind meine Beiträge, die ich leisten kann. Ich würde behaupten, wenn die ganze Welt Kleiweng so denkt und sich den Tag über immer Kleiweng Gedanken macht, da muss ich jetzt den Fahrstuhl fahren, muss ich jetzt mit dem Auto fahren, muss ich jetzt das Licht anmachen oder mache ich den Lichtschalter wieder aus oder mache ich jetzt hier doch eine Sparlampe rein statt einer anderen. Ich glaube, damit kann man auch viel tun. Ich habe schon ein bisschen für mich so den Weg des kleinen Widerstands. Das sind alles Dinge, die machen mir natürlich auch nicht viel aus. Ne? Deswegen ist mein Tag ja nicht schlechter, wenn ich da Treppe laufe. Eher das Gegenteil, macht mir mehr Spaß. Aber ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Ich muss mich nicht extrem einschränken und kann trotzdem was oder meinen Beitrag vielleicht ein bisschen dazu leisten. Dann kommen meine dunklen Seiten. Ne? Ich weiß, in den alten Folgen hat man es schon gesehen, dass ich ein bisschen ein Autofreak bin. Also mittlerweile habe ich ein E-Auto, wobei auch das vielleicht völlig überdimensioniert ist, wenn man jetzt PS-Zahl und so weiter anschaut. Aber früher hatte ich auch Autos, die wahnsinnig Sprit gebraucht haben. Da hatte ich auch schon so Diskussionen, wo Leute, ein Freund von mir hat früher mal gesagt, ja, guck, da fährst du ein fettes Auto und dann meinst du hier, wenn du ein bisschen Treppe läufst, dann ist wieder alles gut oder sowas. Ich meine nicht, dass dann alles gut ist, aber es gibt Engelchen und Teufelchen. Das Teufelchen will einfach das dicke Auto und das Engelchen sagt sich, aber du kannst zumindest da deinen Teil dazu beitragen. Das ist so meine Einstellung und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn jeder zumindest die Sachen, die einem nichts oder wenig ausmacht, noch nicht viel ausmachen, wenn man die probiert, dann wäre auch schon viel Energie auf der Welt gespart und wir könnten unseren Fußabdruck etwas kleiner halten. Das waren eure Fragen, diesmal wenig Fragen. Ich war ewig lang am Labern. Sorry dafür, auch diese Philosophiererei mit Fußabdruck und so weiter. Aber ich finde es sehr spannendes Thema. Ihr dürft gerne auch mal unten philosophieren, mal euer Feedback geben, von wegen, na Stefan, du Laberbacke, mit deinem Treppe laufen und dann dickes Auto fahren oder sowas. Oder sagt eure Meinung und sagt, naja, jeder kann seinen Teil probieren. Bin ich echt gespannt drauf. Gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mich abstrafen wollt, gebt mir einen Daumen runter oder lasst es sein.
Kanal abonnieren, dann kriegt ihr so Lebensweisheiten von mir ab und zu mal gratis dabei. Und sonst bis zur nächsten Folge bleibt mir treu und check my balls.